Crowds, made for Petrolheads. Bevor wir starten, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und deine Meinung zu diesem Fahrzeug in die Kommentare zu schreiben. Ist immer schwierig, so ich will eigentlich nur basteln. Ich will damit nicht rumfahren, ich will das nicht großartig haben. Ich will eigentlich nur die Arbeit. Das hört sich voll doof an, aber der Weg ist das Ziel, tatsächlich. Es hat schon mit 14 beim Roller angefangen. So, dann war, keine Ahnung, warst du 15, dann hattest du einen Roller und dann fing das an. Auspuffanlage, dies, das, und dann hat er so ein bisschen schneller. So, und dann hat sich das so durchgezogen. Dann erste Auto war tatsächlich ein Scirocco. Ja, da war dann ganz klar hier mit so einer VW-Gang unterwegs gewesen. Tiefer, breiter. Ja, und so hat sich das dann halt komplett durchgezogen. Und dann irgendwann gab es mal, ich sag mal, einen Cut. Und ja, da habe ich mich erstmal so auf Haus und Hof konzentriert und habe auch so 5 Jahre oder so kein Auto angefasst. Und dann hatte ich tatsächlich einen kleinen Rückfall. Eigentlich eine coole Geschichte. Ich habe meiner Frau ein cooles Auto gekauft, weil ich gedacht habe, dann kannst du am Sonntag damit fahren, hast du Spaß mit dem Ding. War so ein Kia Ceed GT, so die Antwort auf einen GTI gewesen. So, der war halt Preis-Leistung war geil, da habe ich den gekauft und habe mir gedacht, so geil, dann cooles Auto, kannst du damit mal sonntags rumfahren. Ja, und dann leider ja nicht die Kurve gekriegt. Dann auch wieder tiefer, dann Felgen. Und tatsächlich war das bei dem Auto so, es gab keine Tuning-Teile, groß, weil wer baut einen Kia um? Ja, und dann war ich tatsächlich schon so penetrant und habe dann die Firmen so lange genervt, bis die gesagt haben, ja, ey, bring uns mal dein Auto, wir gucken mal. So, und dann von Gewindefahrwerk über Rennbremse, über das erste Breitbau-Bodykit, wurde dann so alles auf meinem Auto entwickelt, sagen wir jetzt mal. Und hier, das ist geil, die Leute haben direkt coole Bilder vom Auto. Und für mich gut, du bezahlst halt nie den vollen Preis. So, weil schmalen Taler immer gut als Familienvater. Ja, und dann, wie gesagt, das war ja das Auto von meiner Frau. Und dann irgendwann kam halt das Luftfahrwerk und dies und das. Und dann war meiner Frau das tatsächlich zu wild. Die hat gesagt, ey, auf gar keinen Fall fahre ich damit mehr. Da andauernd wechseln da irgendwelche Zahlen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Will ich nicht. So, und dann ist tatsächlich der Entschluss gekommen, das Auto abzugeben. Ich habe auf der EMS 2019 noch meine Tuning Experience quasi meinen letzten großen Erfolg mit diesem Auto gefeiert, weil als Kia in so einem Bereich zu stehen war auch schon nicht so normal. Ja, und dann war halt ganz klar, wir verkaufen den Kia. Meine Frau kriegt ein Auto, das ich nicht anfassen darf. Ich darf den nicht anfassen. Und ich kriege halt, ich sag mal, Spielgeld, um mir ein Auto zu machen, so wie ich das gerne haben wollen würde. So, und tatsächlich, meine Frau fährt jetzt Golf 7 Kombi und ich wechsle nicht mal die Räder selber. Also ich muss den dafür in eine Werkstatt geben, also ja, aber auch hier bei unserem Richter, so alleine auf der Gefahr hin, so nicht, dass er wieder andere Felgen da drauf macht. So, und ja, dann hat das so angefangen. Dann habe ich mir einen Scirocco 2 gebaut, weil, wie gesagt, das war mein erstes Auto. Und da habe ich halt gedacht, so ich muss das wieder haben, weil irgendwie die größte Verbindung zu. Ja, aber dann habe ich halt gemerkt, ich bin halt tatsächlich ein bisschen fetter wie mit 19. Man sitzt nicht so richtig geil in so einem Scirocco. Ja, und dann, ja, habe ich mir gedacht, der muss wieder weg. So, und dann habe ich den Scirocco abgegeben mit der Prämisse so, jetzt kaufst du dir ein Auto, wo du geil drin sitzen kannst. Ja, und was gibt es Geileres zum Sitzen als ein 190er? Ja, und da, ja, war es dann halt um mich passiert. Dann habe ich so einen Auto-YouTuber, nenne ich jetzt mal, verfolgt. Und der hat sich so ein Evo 2 gebaut, aber so wie die halt aussehen müssen. Schwarz, schwarze Felgen. Und da habe ich mir gedacht, das geht doch besser. Ja, oder was heißt besser? Nicht besser, bunter.
Und ja, daraufhin habe ich mir dann halt einen 190er zum Evo 2 Optik umgebaut. Ja, mit so Luftfahrwerk, riesengroßen weißen Felgen, dies, das. Noch ein paar extra Spoiler. Und ja, also meine 190er-Liebe ist riesig. Und dann muss ich aber tatsächlich dazu sagen, bei uns im Freundeskreis hat dann jeder diese 190er-Liebe wieder. Und dann auf einmal hatten wir quasi mehr oder weniger alle ein Evo. Und ja, dann war das, was heißt nichts mehr Besonderes, aber nur von den Evos der bunteste zu sein, hat mir dann tatsächlich nicht gereicht. Und dann kam die Idee. Petrolheads aufgepasst. Das Sauerkrauts-Weihnachts-Special ist da. 15% Rabatt auf alles, was das Schrauberherz höher schlagen lässt. Besuche uns auf sauerkrauts.de und gönn dir das perfekte Geschenk. Ja, ne, also zu dem Auto auch noch eine geile Geschichte. Ich habe ja tatsächlich mal Fahrzeuglackierer gelernt, also ich kann das nicht so richtig, aber ich habe das auf jeden Fall alles schon mal gemacht. Und tatsächlich der Chef früher von mir, das Auto von seiner Schwester, den habe ich schon in meiner Lehre lackiert. So, und die gute Frau hatte den dann ewig und dann stand er dann die letzten 2 Jahre unter einem Baum und sie wollte den halt mehr oder weniger wegtun, hat sich aber nicht richtig drum gekümmert. Ich habe dann wieder quasi so einen Instagram-Aufruf gemacht, hier so, ich suche 124er, darf wieder nichts kosten. Und weil tatsächlich, die werden teurer. Die gibt es jetzt nicht mehr für einen schmalen Taler an jeder Ecke. Ja, und dann tatsächlich der gute Mann, mit dem ich die Ausbildung gemacht habe, danke Patrick, hat sich dann bei mir gemeldet und hat gesagt, ey, hier vom die Schwester, die hat doch noch so einen und die will den abgeben, willst du dir den nicht mal angucken? Ja, und dann hatten wir einen 124er. Die Idee ist quasi gar nicht von mir. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn so Designer Autos designen, die es gar nicht gibt. So einfach so gemalt. Es war halt tatsächlich ein 190er Kombi als Evo 2. Gibt es ja so komplett gar nicht. So, und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Dann gibt es tatsächlich für mich nur 2 Optionen. Entweder du holst dir einen 190er, schneidest den hinten ab und machst daraus einen Kombi. Oder du nimmst einen vorhandenen Kombi und passt das Bodykit an. So, und weil ich mich tatsächlich damit auseinandergesetzt habe und in den 90ern hat das schon so viele Leute gemacht, also 190er als Kombi gab es schon, hier und da haben das mal die Leute gemacht. Es sieht aber unproportional aus tatsächlich, weil das Auto an sich zu kurz ist. Es sieht falsch aus. So, und da habe ich mir gedacht, na, das wird nicht zu meinem Ergebnis führen. Ja, und deswegen habe ich mir ein vorhandenes Kombimodell aus der Mercedes-Reihe genommen und habe halt das Bodykit dementsprechend angepasst. Und zwar habe ich für mich persönlich gesagt, ich schaffe das nicht. Weil die Stoßstangen sind in der Mitte getrennt, an den Seiten getrennt und das dann alles wieder vernünftig aneinander laminieren, habe ich mir tatsächlich gedacht, packst du nicht. Du musst dir einen Profi dazu holen. Ja, und dann habe ich mir einen Profi dazu geholt, der hat auch gesagt, das ist alles gar kein Problem. Hat das dann auch alles gemacht und dann habe ich das Auto wieder abgeholt und dann habe ich gesehen, das ist leider kein Profi. So, also wieder Lehrgeld bezahlt. Deswegen, ich bin auch mit dem Typ immer noch cool. Der hat mir einfach die Kohle wiedergegeben. Ich habe gesagt, hat halt nicht funktioniert. Unterm Strich scheiß drauf. Ja, und dann habe ich das ganze Ding wieder neu auseinandergeschnitten und habe das so gemacht, wie ich das von vornherein gedacht hätte. Aber ich habe halt nicht gedacht, dass ich das überhaupt hinkriege. So, und ja, haben wir hingekriegt. Aber es war auch tatsächlich echt nicht witzig. Weil du kannst jetzt tatsächlich nicht einfach das Evo-Kit an den 124er dran machen.
Nicht nur, dass es nicht passt, von den Breiten, von den Längen, sondern es sieht auch wieder falsch aus, weil die Radläufe sind hinten zu spillerig. Die sind zu klein. Die mussten halt dementsprechend wachsen. Und da habe ich echt ganz, ganz lange gebraucht und auch immer wieder mit neu anzeichnen und neu modellieren und so, bis das dann irgendwann so aussah wie dieses Bild. So, und meiner Meinung nach haben wir ganz gut getroffen. Ich habe mir bei ein paar Sachen auch geholfen. Zum Beispiel den Schweller hätte ich 11 Mal zerschneiden müssen. Und das habe ich einfach nicht getan. Ich habe jetzt einfach einen AMG-Schweller genommen. Unterm Strich sieht den Unterschied kein Mensch. Aber das wäre halt, nein, das wäre Quatsch gewesen. So. Ja, Innenraum. Ich hatte da darf ich mal einfach meine Frau zitieren, die immer sagt, du hast nicht nur gute Ideen. Ja, man sieht das ja jetzt immer bei diesen Brabus-Umbauten und so, sag ich mal. Die haben dann den ganzen Innenraum Mint oder dies oder das. Und da habe ich mir gedacht, boah geil, würde ich auch gerne mal haben. So, und da habe ich die Idee gehabt, den Innenraum komplett gelb zu machen. War eine doofe Idee. Die Fußleisten, die waren schon schmutzig, da bin ich noch nicht das erste Mal aus der Halle rausgefahren. So, und da haben wir dann quasi nur für die PS-Days dann eben trotzdem durchgezogen, damit das Auto auf der Messe gut dasteht. Aber jetzt jetzt bin ich gerade wieder im nächsten Messe-Struggle für die EMS. Er soll innen drin einmal komplett schwarz werden. Er hat schwarzes Leder bekommen, schwarze Türverkleidung. Alles, was mit dem gelben Indy Vitara bezogen war, wird jetzt mit schwarzem Indy Vitara bezogen. Und ja, kriegt dadurch ein bisschen cooleren Touch. So, das war nicht die beste Idee. Ja, ich stehe voll auf Käfig, aber tatsächlich habe ich das Auto so gebaut, dass ich theoretisch auch mit der Familie irgendwo hinfahren könnte. So, und dann deswegen war jetzt ein Bügel für mich keine Option, weil da meine Tochter rausfällt und die kann ich ganz gut leiden, deswegen darf die mitfahren. Und dann hatte ich die Idee, boah, komm, wir bauen einen Bügel nur im Kofferraum. Ja, und dann war tatsächlich zu den PS-Days keine Zeit mehr und dann habe ich einfach diese Carbonstangen einfach nur quasi in die Scheiben geklemmt, dass es auf den ersten Blick bügelähnlich kommt, auf den zweiten Blick ja totaler Fake ist. So, das wird jetzt tatsächlich auch für die Messe nochmal überarbeitet. Wir werden einen Bügel bauen mit so 3D-Druckteilen und so, den man dann auch in den Kofferraum stellt, der auch befestigt wird und so. Aber das war jetzt einfach mal eine Übergangslösung. Ja, zum Airride-Ausbau nenne ich es jetzt mal. Den gab es schon vor dem Auto. Der war schon komplett fertig. Ich hatte mir die Maße so besorgt. Der war schon komplett fertig. Da hatte ich noch kein Auto, noch keine richtige Idee. Deswegen ist er auch tatsächlich neongelb geworden, was jetzt im Nachhinein auch eine blöde Idee war. Also ein anderes Gelb wäre cool gewesen, schwarz wäre cool gewesen, aber ja, aber das bleibt jetzt tatsächlich so, weil die Hardlines jetzt nochmal alle umzulackieren, du machst mehr kaputt, als du ganz machst. So, und deswegen, und das als kleinen Farbakzent finde ich jetzt gar nicht so dramatisch, aber theoretisch war es nicht die richtige Wahl. So, da habe ich ganz normal einen billigen Tank genommen, quasi von Grinds, dann 2 günstige Kompressoren, dann eine Steuerung mir von einem guten Kumpel besorgen lassen, dann ja, der gute Kumpel, Mirko, Mr. 1000%, hat mir dann auch tatsächlich bei dem Hardline-Ausbau geholfen, dass das auch nachher dicht ist. Weil ich habe das schon mal selber ausprobiert und das hat nicht so gut funktioniert. Und deswegen habe ich mir da tatsächlich Hilfe geholt. Ja, genau, beim Fahrwerk können wir tatsächlich nochmal klein ausholen. Es gibt gar kein Luftfahrwerk für ein 124er T-Modell. Da musst du ein bisschen tricksen. Ja, da ich mich ja mit, ich sag mal, diesen Baureihen recht gut auskenne jetzt so über die Zeit. Es ist eigentlich ein 190er, nur mit dem Kofferraum dran. So, das heißt, wir haben hinten die Querlenker rausgeworfen, haben die reingemacht vom 190er und zack hat das Fahrwerk vom 190er gepasst. Mein TÜV-Prüfer ist da tatsächlich recht entspannt.
Es ist sowieso eine Einzelabnahme. Unterm Strich, wenn alles ordentlich verbaut ist, warum nicht? So. Dann eBay Kleinanzeigen wieder. Die Felgen, Maybach-Felgen, eigentlich echt entsetzlich teuer, weil dieses Modell ist auch hochglanzverdichtet, normalerweise Serie. Und ja, ich habe die günstig kaufen können für, was heißt günstig, aber 2 Riesen bei eBay Kleinanzeigen, weil derjenige hatte dann geschrieben, ja, da ist leider ein Reifen platt. Da habe ich gesagt, ey, mir sind die Reifen scheißegal, kann ich eh nicht gebrauchen. Ich will nur die Felgen, machen wir ein bisschen günstiger, dann haben wir uns auf 2 geeinigt. Ja, und dann habe ich die hochglanzverdichteten Felgen einfach schwarz-matt lackiert. Erstens, weil ich mag kein Hochglanz verdichtet und zweitens hätte es tatsächlich nicht zur Optik gepasst. So, weil ich bin eigentlich immer der Fan von weißen Felgen. Ich hätte auch hier weiße Felgen gefühlt, weil es einfach noch mal größer wirkt. Aber es hätte halt zum Gesamtkonzept nicht gepasst. Und deswegen ist es so gekommen. Das ist eigentlich ganz einfach, warum mich Motor und sowas nicht großartig interessiert, weil ich kann es selber nicht. Ich habe keine Ahnung von Motoren und ich finde auch da Preis-Leistungs-Verhältnis mega kacke. Für, ich sag mal, wenn man jetzt da 2, 3 Riesen in den Motor steckt und dann hast du dann 15 PS mehr, das ist, ob ich morgens auf Toilette war oder nicht, das bringt nichts. Ich höre Vergaser, ich höre gerne diesen Klang und so, aber es ist tatsächlich nicht meins. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, mit Luftfahrwerk, also jetzt nicht, dass ein Luftfahrwerk scheiß fährt, aber Luftfahrwerk, riesige Felgen, wenig Reifen, man fördert ja nicht, dass das Auto gut fährt. So, und deswegen ist mir tatsächlich... Deswegen mag ich auch diese alten Mercedes so gerne. Du drehst halt einen Schlüssel rum und das Ding fährt. Ich sage immer so aus Spaß so, wenn du möchtest, können wir jetzt nach Marokko fahren. Und das meine ich ernst. Ich habe echt noch vor 3 oder 4 Monaten von meinem Bruder, der hatte so einen 190er auch schon wieder ein Jahr einfach in der Ecke stehen. Da bin ich einfach 700 Kilometer mitgefahren, ohne Probleme. So, und deswegen, nee, ich hatte das... Wie ich ja eben schon gesagt hatte, bei diesem Kia, da war tatsächlich auch Motor, dies, das. Aber das ist totaler Quatsch. Und sind wir doch mal ehrlich, das, was die Polizei als erstes wahrnimmt, ist, wenn du laut bist. So, dann sehen die noch so eine quietschgelbe Kiste, dann bist du am Arsch. Und ich mache kein Geräusch, ich falle nicht großartig dumm auf. Auffallen dumm ja, aber nicht negativ. Also so, ja klar, habe ich einen am Helm, aber jetzt nicht böswillig. Da man sowas natürlich nicht alleine auf die Beine stellt und ich sage immer so liebevoll, ich alleine mache einfach gar nichts. Das sind immer die guten Freunde oder auch hier und da mal eine Firma, die einen unterstützt. Tatsächlich, hier kann ich ganz klar großen Dank an den Fummelkönig sagen. Nein, der gute Mann ist jeden Tag vor der Arbeit gekommen und hat mir beim Schleifen und Spachteln geholfen. Weil das waren wirklich hier 5 Wochen Schleifen und Spachteln. So, und das war auch wirklich nicht witzig und auch wenn man das jetzt nicht sieht, ich bin nicht so der filigrane Typ, ich bin mehr so der Grobe. So, und da tatsächlich, ich sage immer Fummelkönig, aber der Fabian, der macht Modellbau eigentlich. So, der hat dann so tatsächlich so, dass das hier richtig rund ist. Dass da eine vernünftige Ecke ist, kriege ich hin. Aber dass das richtig rund ist und dass die andere Seite dann genauso richtig rund ist, das war tatsächlich er. So, und da will ich mich auch gar nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist, nein, das ist wie immer bei meinen Autos tatsächlich ein Zusammenwerk aus allen Freunden, die dann tatsächlich aber wieder ineinander greifen. Boah, deswegen, wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht anfangen, jeden aufzulisten. Das tut mir auch echt leid, ne? Aber auch zum Beispiel der Marvin, der einfach mal zu mir gesagt hat, der ist richtiger Folierer. Und der hat gesagt, boah, ich kann das nicht mehr sehen mit deinen Autos. Das nächste Auto bringst du mir, ich foliere dir den. Ich will nichts mehr haben. Ich will einfach nur, dass du einmal ein ordentlich foliertes Auto hast. So, das ist, weil ich bin nicht so, was heißt so der Hauruck-Typ, aber nein, bei seinem eigenen Auto kann ich halt irgendwann sagen, für mich reicht das so. Oder halt ich sage, ich mache das nochmal neu.
So, und ja, deswegen, da ist meine Schmerzgrenze anders wie jetzt bei ihm. Und deswegen, ja, wie gesagt, da gibt es noch, wie gesagt, der Thomas mit dem 3D-Druckspoiler, dann beim Schleifen, dann, ja, nein, auch viele große Firmen, der Lichterprofi, H-Speed, SCC, wo ich einfach nur eine E-Mail hinschreibe um Hilfe oder um Teile bitte und die direkt sagen, ey Bruder, was du brauchst, yalla. Also das ist wirklich auch echt nicht zu unterschätzen, ohne Spaß. Das ist dafür bin ich echt ultra dankbar. Und auch, wie gesagt, wieder jeden, den ich nicht erwähnt habe, ihr wisst, dass ihr mein Team seid, ohne Spaß. Ohne euch wäre ich nur der Fettsack. Mit euch bin ich Fettsack mit coolem Auto. Ja, also wie gesagt, danke an jeden Einzelnen. Vielen lieben Dank fürs Gucken von dem fetten Video. Also ich war nur fett, das Video. Ob das jetzt so fett war, weiß ich nicht. Nein, ohne Spaß. Vielen lieben Dank auch an Sauerkrauts. Mega geil. Vielen Dank, dass ihr so weit gefahren seid für mich. Also das finde ich wirklich geil. Falls ihr Fragen zum Auto habt, ich werde jede Frage, also werde mir auf jeden Fall mal die Fragen alle durchlesen. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas Besonderes, ich beantworte die safe. Ja, und wenn ihr sonst nicht die Kommentiermenschen seid, ne, einfach nur für den Algorithmus, haut mal einfach in die Kommentare Katze. Warum Katze? Weil ich es witzig finde und weil da 100-mal Katze untereinander steht. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Video. Ciao.